Hi, mein Name ist Tamina und ich bin seit mittlerweile gut 10 Jahren im Internet unterwegs. In dieser Zeit ist mir einiges an Videos, Streams und Kanälen untergekommen und da ich öfter mal danach gefragt werde, was ich eigentlich so schaue, möchte ich euch heute mal meine Lieblings-Content-Creator vorstellen, die sich so in den letzten Jahren angesammelt haben und mir insbesondere diese Shitshow, welche sich 2020 nennt, ein wenig gerettet haben. Ein paar Bemerkungen vorab. Erstens, ein Großteil dieser Creator macht englischen Content, also falls euch das nicht zusagt, werdet ihr bei den folgenden Empfehlungen eher nicht zu euch finden. Zweitens, die folgenden Kanäle sind selbstverständlich nicht die einzigen, die ich mag. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Content Creator, die ich verfolge. Allerdings würde das halt den Rahmen komplett sprengen. Deswegen habe ich mir einfach meine aktuellen Favoriten rausgesucht und hoffe, dass da einfach ein bisschen was dabei ist, was ihr persönlich noch nicht vielleicht kennt. Drittens, ich war erst am Überlegen, nach Kategorien zu sortieren, aber da viele dieser Creator nicht wirklich in ein Genre fallen und ich keine Lust hatte auf eine Top-Liste, habe ich mich einfach für eine alphabetische Reihenfolge entschieden. Okay, dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit Alpharad. Aufmerksam geworden bin ich vor ihm vor circa einem Jahr, als in meinen Recommendations ein Video aufgetaucht ist, in dem er versucht hat, Pokémon Smaragd nur mit einem Hydropi durchzuspielen. Ja, ihr habt richtig gehört, nur ein Hydropi. Wer mich kennt, weiß, dass die 3. Generation meine allererste war und ich eigentlich immer nur den Wasserstarter nehme. Das Video war also quasi wie für mich gemacht. Die Aufmachung hat mir super gefallen. Das Video hat meinen Humor total getroffen und ich habe direkt nach mehr gesucht und bin so auf seine Pokémon Schwert- und Schildreihe gestoßen, welche mich sogar so sehr inspiriert hat, selbst ein Pokémon-Video zu machen. Man merkt schnell, dass Jacob ein super Gespür für spontanes Commentary und Situationshumor hat, was ich persönlich ultra nice finde und auch versuche so ein bisschen für mich zu adaptieren. Wer auf Nintendo steht, insbesondere auf Smash und eher leichteren, nicht zu stark editierten Gameplay-Content mag, wird sich bei ihm super wohlfühlen. Annie ist eine Frau, die ich sehr bewundere. Als ich sie Anfang 2018 über YouTube entdeckt habe, war ich direkt hin und weg, weil ich einfach total authentische Vibes von ihr bekommen habe. Sie hat einfach auf mich wie jemand gewirkt, der einfach das gemacht hat, worauf sie Bock hatte und seitdem ist tatsächlich viel passiert und Annie gehört mittlerweile zu den größten weiblichen YouTuberinnen und Streamerinnen. Besonders ihre Streams sind der Grund, warum sie bei mir auf dieser Liste gelandet ist, weil sie in meinen Augen wirklich versucht, das Beste aus dem Medium Livestreaming zu machen, indem sie zum Beispiel ihre Emotes an bestimmte Feiertage anpasst oder sich sogar extra Programme dafür ausdenkt, beispielsweise mit ihrem 30 Days of Halloween. Das war ziemlich cool. Generell ist Anissa einfach eine Powerfrau und eine große Inspiration für mich und ich bin super dankbar, sogar mit ihr befreundet sein zu dürfen. Kommen wir zu jemandem, der aus jedem Video ein kleines Meisterwerk macht und das ist Behind, bzw. David Hein. Immer wenn ich was von David in meiner Abo-Box sehe, weiß ich, dass ein Video mit sehr viel Recherche und Aufwand auf mich wartet, was eigentlich ein kleines Essay immer ist. Das führt dazu, dass ich oft die Videos von David schaue, obwohl ich mit Filmen oder Problematiken in Videospielen eigentlich gar nichts am Hut habe. Aber David schafft es immer wieder aufs Neue, mir Meinungen zu Themen einholen zu wollen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie brauche. Der Kanal von Cat Creature hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn er hat mich tatsächlich dazu inspiriert, selbst mit Vlogging anzufangen. In ihren Vlogs zeigt Annabelle ihren Alltag als Kunststudentin an der RSD, vom Einzug ins Studentenheim, zu den Projekten, die sie zum Ende eines Semesters macht, bis hin zur ersten eigenen Wohnung und bis hin jetzt auch zur Graduation. Das heißt, sie hat jetzt das Studium abgeschlossen. Als ich Annabelles Vlogs zum ersten Mal gesehen habe, war ich direkt verliebt in die Atmosphäre ihrer Videos. Sie haben mir gezeigt, dass YouTube-Videos nicht immer super anstrengend und laut sein müssen und sie haben mir gezeigt, dass ich sehr gerne Kunststudentin wäre. Ein weiterer Kanal, der mir gezeigt hat, dass Videos nicht immer laut sein müssen, ist der von Cooking Tree. Cooking Tree ist der einzige ASMR-Kanal, den ich jemals akzeptieren werde. Und das eigentlich eher wegen den Visuals. Also es ist kein ASMR, sondern ASMR. I'm sorry. Cooking Tree backt und kocht Gerichte, die viel zu schön zum Essen sind und das war's eigentlich schon, das ist das ganze Konzept. Es gibt kein Commentary, sondern nur Einblendungen und Anweisungen für das Rezept. Und ansonsten sprechen Aufnahmen von Bild und Ton für sich. Ich persönlich finde den Kanal super beruhigend und lasse die Videos sehr gerne nebenbei laufen, wenn ich zum Beispiel aufräume. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich anfangen soll, Charlie und seinen Content zu beschreiben. Gefunden habe ich ihn über seine Teleshopping-Synchros und auch hier habe ich direkt so OG-YouTube-Vibes bekommen, die noch bis heute bestehen bleiben. Besonders nice sind hierbei seine Art zu sprechen und sein Humor. Ich glaube, wer Charlie aktiv verfolgt, weiß genau, wovon ich spreche. Bei Charlie weiß man nie, welche Art von Content als nächstes kommt, aber man weiß, dass es entertaining as fuck sein wird. Cup of Jasmine fällt in eine ähnliche Kategorie wie Cat Creature. Auch Jasmine ist eine Kunststudentin, die ihren Alltag vloggt. Sie studiert am Pratt Institute in New York und macht nebenbei ein Tattoo-Internship. Und auch wenn Annabelle und Jasmine in ein Genre fallen, sind sie doch ziemlich unterschiedlich. Ich finde, Jasmines Content ist zwar auch ruhig, aber bringt mit ihrem Aussehen, ihren Interessen und ihrem Alltag in New York trotzdem so eine gewisse Edge rein. Sie hat einen komplett eigenen Vibe und das führt dazu, dass ich jedes ihrer Videos super gerne schaue.
Despog fällt genre-wise in eine ähnliche Kategorie wie AlphaRed. Nintendo-Gameplay mit simplem Editing, aber super winzigem Commentary. Ich verfolge ihn erst seit ein paar Monaten, aber freue mich jedes Mal, wenn ein neues Video gepostet wird. Despog beweist, dass ein Video nicht primär davon lebt, besonders aufwendig editiert zu sein, sondern manchmal einfach nur gutes Storytelling und einen nicen Humor braucht. Gnu, ehemalig saftiges Gnu, ist eine Variety-Gaming-YouTuberin und Streamerin, die ich wie Anni sehr inspirierend finde. Egal um welches Spiel es geht, Jasmin ist mit super viel Energy und Liebe dabei. Aber das ist nicht die einzige Seite, die sie im Internet zeigt. Auf einem weiteren Kanal postet sie Real-Life-Stuff über ihr Leben, Selbstliebe und Self-Improvement. Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, haben wir super, super tolle Gespräche und ich freue mich sehr darüber, dass jemand wie sie ihre Reichweite nutzt, um positive Vibes zu verbreiten und in meinen Augen auch tolle Werte zu vermitteln. Ein weiterer Kanal, dessen Vibes ich sehr liebe, und es tut mir sehr leid, wenn ich diesen Namen falsch ausspreche, ist der von Hey Greendale. Ich bleibe einfach bei Hey. Heys Mutter wohnt in Südkorea, vloggt ihr Leben, wobei Vloggen gar nicht das passende Wort ist. Also was Hey macht, ist eher schon eine Verfilmung ihres Lebens. Der Kanal bietet wahnsinnig schöne Visuals und untermalt besonders die kleinen Dinge des Lebens. In Dingen, die vielleicht übersehen oder als lästig empfunden werden, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder putzen, findet Hey immer etwas Schönes und ich finde, davon könnten wir uns alle definitiv ein bisschen was abschauen. Wow, wer hätte damit gerechnet? Ich denke, ich muss nicht großartig erklären, wer Max ist und warum seine Videos mit das Beste sind, was YouTube Deutschland insbesondere in der Kategorie Gaming zu bieten hat. Sein Content ist sehr High Energy und jedes seiner Videos ähnelt einer kleinen Show. Ich meine, der Typ hat sich über die Jahre fast schon ein eigenes Universum mit Lore aufgebaut. Das muss man erstmal hinbekommen. Max ist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne und ich bin sehr stolz auf ihn und das, was er in den letzten Jahren alles erreicht hat. Ich glaube, Jade Animations ist dieser eine Kanal auf YouTube, bei dem sich die gesamte Menschheit einig ist, dass er einfach nur nice ist. Bei Jade gibt es Überraschungen, Animationen, meistens über Dinge, die ihr passiert sind oder was sie gerade beschäftigt oder interessiert. Seit einiger Zeit vereint sie aber auch Gaming und Animation und hat beispielsweise davon berichtet, wie sie zum ersten Mal Minecraft durchspielt oder sich an einem Pokémon Nuzlocke Run versucht. Die Qualität der Videos war so gut, dass ich selbst in ein riesiges Pokémon Nuzlocke Rabbit Hole gefallen bin. Bei Jaden gibt es jeden Monat zwar nur ein Video, aber die Qualität ist einfach nur überragend und das Warten lohnt sich jedes Mal. Just the Minx ist vielleicht die chaotischste Person, die ich jemals bisher im Internet gesehen habe. Sie ist primär Streamerin und hat viel Aufmerksamkeit durch die Show Love or Host bekommen, die sie mehr als verdient. In jedem Stream, in dem sie auftaucht, steigt das Entertainment und die Energy extrem und ich bin gespannt, was für Compilations sie 2021 landen wird. Falls ihr auf Kunst in Form von Malen und Zeichnen steht, wird euch der Kanal Kritzelpixel von meiner Freundin Isa sehr gut gefallen. Denn dort dreht es sich um fast nichts anderes. Ob es um Art Supplies, Graphic Tablets, Zeichentutorials geht. Bei Isa werdet ihr definitiv fündig und in meinen Augen auch mehr als zufriedengestellt. Was ich besonders an ihr schätze, ist ihr Approach, was das Malen und Zeichnen als Handwerk angeht. Sie ist nämlich der Meinung, dass jeder mit der richtigen Strategie wundervolle Ergebnisse erzielen kann. Niki ist primär Streamerin und hat dieses Jahr einen riesigen Aufschwung gehabt, welcher mehr als verdient ist. Eine Besonderheit an Niki ist, dass sie eigentlich Deutsch ist, aber englischen Content macht und wer mich länger verfolgt, weiß, wie fasziniert ich das finde und wie sehr ich selbst mit der Sprache des Contents struggle. Niki ist die wahrscheinlich netteste Person, die die Content Creator Community zu bieten hat und ist deswegen für viele, inklusive mir, dieses Jahr zu einem Comfort Creator geworden. Aktuell gibt es bei Niki viel Minecraft. Sie hat beispielsweise das Format Niki Beats Hardcore, in welchem sie versucht, mit verschiedenen Gästen das Spiel im Hardcore-Mode durchzuspielen. Und ich selbst durfte auch schon Gast sein und wer hätte es gedacht, wir haben es nicht geschafft, weil ich so ein Klotz am Bein war. Aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Ähnlich wie Niki ist Shenpa eine Content-Creatorin, die deutsch ist, aber englischen Content macht. Bei ihr gibt es sowohl Streams als auch YouTube-Videos, welche ich super lustig finde. Shen bietet viel Variety, von Pokémon über Genshin Impact bis hin zu Phasmophobia. Sie zeigt immer das, worauf sie gerade Bock hat. Und sie hat die mit Abstand ansteckendste Lache, die ich bis jetzt in meinem Leben gehört habe. Smallland ist einer der Kanäle, die ich gefunden habe, als ich durch Jaden in das Pokémon Nuzlocke bzw. Pokémon Challenges Rabbit Hole gefallen bin. Randomizer, Pokémon, die keine EP bekommen, Pokémon, bei denen das Level niedriger anstatt höher wird. Smallland hat bereits gefühlt alles durch. Aber das ist nicht alles. Er ist auch Teil der Speedrun-Community und nimmt sich Challenges in anderen Spielen wie Mario Odyssey oder Zelda Breath of the Wild an. Seine Streams und Videos sind sehr cool und können sowohl aktiv als auch nebenbei geschaut werden, wenn man gerade was anderes macht. Victoria Vincent ist mehr Künstlerin als YouTuberin, aber der Grund, warum ich sie trotzdem auf diese Liste genommen habe, ist, weil ich ihre Animation abgöttisch liebe. Die Themen, das Storytelling und der Artstyle sind einfach nur geisteskrank und keine Beschreibung oder Erklärung würde ihren Videos gerecht werden. Deswegen schaut sie euch einfach an.
Zoe's ist der letzte Kanal auf dieser Liste. Bei Zoe gibt es Vlogs, die qualitativ auf einem ähnlichen Niveau wie die von Hey sind. Aber hier kommt der Twist. Sie arbeitet in einem Café und zeigt dort ihren Alltag. Das Ganze ist total therapeutic anzusehen und gehört definitiv auch zu meinem Comfort-Content. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es war jemand für euch dabei, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Aber genug von mir. Was waren eure Lieblingscreator, die euch 2020 ein wenig erträglicher gemacht haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht ist ja auch für mich was Neues dabei. Ansonsten wollte ich mich einmal gerne bei euch für dieses Jahr bedanken. Ironischerweise war 2020 für mich das Jahr, in dem ich mit dem, was ich so im Internet mache, die meiste Aufmerksamkeit erzielt habe und coole neue Leute kennenlernen durfte. Also, vielen, vielen Dank, dass euch der Bums hier gefällt, den ich so mache und ihr mich so fleißig unterstützt habt. Ich bin gespannt, was 2021 alles kommt. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr.